werde Tanja als Geschäftsführerin von LCL feuern. Du machst einen großen Fehler. Du machst einen Fehler, wenn du die Hochzeit mit Tanja nicht absagst. Ist auch meine Familie. Und jetzt? Ich ziehe Tanjas Kündigung zurück. Hagen kauft uns die Show bis hierhin ab, aber er ist nicht dumm. Wir müssen das Ganze perfekt weiter inszenieren. 10.000 Euro in den nächsten 6 Wochen und den Rest dann so nach und nach. Hm? Okay, hier. Du wirst es nicht bereuen. Morgen läuft die Bewerbungsfrist für einen exklusiven Designerkurs in Paris ab. Naja, und bei meinen Kontakten ist überhaupt kein Problem, dass ich sie runterbringe. Da gibt es nur eine Vertragsbedingung. Schauen Sie doch nicht wie ein angeschossenes Reh. Hm? Wenn Sie für mich als Designerin arbeiten wollen, dann müssen Sie sich mal ein bisschen locker machen. Ich stehe auf Frauen, die Sie ein bisschen zieren. Tun mal ein bisschen. Das werden Sie bereuen. Ich? Sie? Wenn ich Sie anzeige wegen sexueller Belästigung. Glauben Sie wirklich, irgendjemand hört auf so ein graues Assistentenmäuschen? Mist. Hier sind wir ungestört. Naja, nicht wirklich. Hm? Das ist doch nur umso aufregender. Stimmt. Diese Art von Versteckspiel könnte ich mich gewöhnen. Na gut so. Wer weiß, wie lange wir Hagen das getrennte Paar noch vorspielen müssen. Hm? Naja, solange bis wir ihn vom Thron schubsen. Für den geplatzten China-Deal könnte ich ihm heute noch den Hals umdrehen. Später erst musst du den kooperativen Bruder spielen. Hey, eigentlich dürfen wir das nicht. Kleinen Moment, Justus, ich bin gleich bei Ihnen. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie... Nein, Sie kommen ganz genau richtig. Vielleicht können Sie ihm mal klar machen, dass er mich in Ruhe lassen soll. Entschuldige, aber ich wohne hier und zwar rechtmäßig. Wenn du mir also nicht mehr über den Weg laufen willst, dann hau doch endlich ab. Fein. Richten Sie der Küche aus, dass ich ab heute meine Mahlzeiten in meiner Suite einnehme. Ich bin lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Deine Suite? Darf ich dich daran erinnern, dass das unser gemeinsames Schlafzimmer ist, aus dem du noch heute ausziehen darfst? Leck mich. Tanjas Organ lässt mal wieder Gläser zerspringen. Wie lange müssen wir diese Frau eigentlich noch ertragen? Sie ist die Mutter von Sebastians Tochter. Ich kann sie schlecht auf die Straße setzen. Einmal gebrütet, für immer ein Nest. Ja, diese Streitigkeiten sind ja ganz unterhaltsam, aber wann genau soll ich denn Ihren Posten übernehmen? Gar nicht. Ich glaube, ich habe gerade ein ganz schlechtes Déjà-vu. Sebastian hat ein großes Opfer gebracht. Er wird Tanja nicht heiraten. Und was hat das mit meinem Job zu tun? Wenn ich sie jetzt noch rausschmeiße, dann wird sie ihm das niemals verzeihen. Und das wird er mir nie verzeihen. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe mich auf dich verlassen. Ich habe mich vorherlich entschieden. Ich verstehe, dass du jetzt enttäuscht bist. Naja, da soll noch mal einer sagen, Loyalität zahlt sich aus, oder? Das tut sie auch. Du hast mich in den letzten Wochen wirklich sehr unterstützt, Tristan. Glaub mir, deine Zeit kommt noch. Ist dir eigentlich schon mal in den Sinn gekommen, dass Tanja und Sebastian dir das Ganze nur vorspielen? Sebastian hat Frieda und seinen Sohn in die Wüste geschickt für Tanja. Glaubst du wirklich, dass er Tanja jetzt einfach so verlässt, nur weil du das willst? Ja, Sebastian liebt Tanja. Aber sie hat ihn auch verändert. Er will jetzt unbedingt an die Macht. Und er weiß ganz genau, dass ich ihn mit ihr als Ehefrau niemals nach oben lasse. Ja, und was ist, wenn du genau das denken sollst? Hagen, mach die Augen auf. Wir sind Ladensteins, hier betrügt jeder jeden. Seit wann bist du so negativ? Ich bin Realist. Ohne Beweise glaube ich das nicht. Du machst leider den gleichen Fehler wie Sebastian. Du glaubst immer an das Gute im Menschen.
Pleite sein ist echt scheiße. Hey, Schatz. Hey. Hey, sag mal, bist du blind oder was? Kannst du da mal runterkommen? Das sind wichtige Unterlagen. Oh. Also bisher kenne ich das nur, dass die Leute ihre Kohle in die Matratze stecken. Hey, vielleicht hat Ansgar das ja gemacht. Dann würde es sich endlich mal lohnen, hier zu wohnen. Hm? Wollen wir mal nachgucken? Haha, sehr lustig. Solange Ansgar auf Tauschstation ist, dann muss ich eben die Familie ein bisschen im Auge behalten. Aber ist doch cool. Können wir uns mal ein bisschen bedienen lassen? Ja. Ich weiß, dass du ja darauf stehst. Aber sobald ich erfolgreich expandiert habe, suchen wir uns eine eigene Wohnung. So in 2, 3 Jahren. In 2, 3 Monaten. Sag mal, hast du erkannt, wer das vorhin am Bahnhof war? Das war Currykalle vom Bahnhof. Currykalle. Ja, der will seinen Laden verkaufen. Das ist eine Top-Lage. Moment. Verkaufen? Ja, und wenn ich den erst mal zum zweiten Burrito-Laden umgebaut habe, dann verdiene ich mich dumm und dämlich. Aha. Was will denn der Wurstfritze für den Laden? 30.000 Euro. Das ist ein Schnäppchen, oder? Ja, aber nicht für Emilio. Mann, der Laden ist eine Goldgrube, da muss er ja zugreifen. Emilio ist aber blank wie eine Glatze. Die OP für seine Mutter, die hat seine letzten Ersparnisse aufgefressen. Da gibt's schon irgendeine Möglichkeit. Muss halt einen Kredit aufnehmen. Ja, aber woher denn bitte? Ohne Sicherheit keine Kohle. Ich könnte dir ein bisschen was leihen. Und wenn Ansgar wieder da ist, dann gibt's vielleicht noch mehr. Nee, lass mal gut sein. Wenn ich irgendwann als Burrito King gefragt werde, wie ich das Imperium hochgezogen habe, dann will ich sagen, aus eigener Kraft. Wenn du schaffst. Wann braucht denn der die Kohle? Der Currykalle will die ersten 10.000 in 6 Wochen haben. Wie es danach weitergeht, keine Ahnung. Ich besorge ihm jetzt den perfekten Job. Viel Kohle und vor allem völlig legal. Ja, dann stell dich mal hinten an, denn von mir kriegt er jetzt noch ein viel besseres Angebot. Mach ruhig. Meine Idee ist nämlich nicht zu toppen. Das war so widerlich, wie er versucht hat, mich zu küssen. Manche Männer haben echt den Schuss nicht gehört. Dieser Mosch kann froh sein, wenn er mir nicht nachts allein im Dunkeln begegnet. Weißt du was? Wenn du willst, fahre ich mit dir zur Polizei und wir zeigen den Sausack an. Anzeigen? Wenn das jetzt keine sexuelle Belästigung war, weiß ich auch nicht. Aber ich habe keine Zeugen. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Aber ich habe dem so richtig ordentlich eine gepfeffert. Gut, also keine Anzeige. Wie doof kann man sein? Ich habe echt geglaubt, dass dieser Mosch an meinem Talent interessiert ist. Ja, das eine schließt das andere doch nicht aus, oder? Doch, es war ziemlich deutlich. Ich bin nur eine kleine, mausige Assistentin, ohne richtige Ausbildung. Wieso soll denn auch jemand wie Mosch ausgerechnet jemanden wie mich als Designerin engagieren? Weißt du, manchmal würde ich dich wirklich gern mit Giselle verdrahten, um dir ein bisschen was von ihrem Ego abzugeben. Du hättest echt mehr Selbstbewusstsein, wenn du nicht dein halbes Leben lang den Blitzableiter für deine Zwillingsschwester gespielt hättest. Ich weiß nicht. Ja, ist doch so. Giselle geht immer aufs Ganze, volles Risiko. Warum? Weil sie ganz genau weiß, dass du da bist, wenn es schief geht. Vielleicht reicht es auch erst mal, wenn Giselle und ich nicht in der gleichen Firma neben dem gleichen Mann aufeinander hocken. Deswegen wolltest du unbedingt das Angebot von diesem Mosch. Ich hätte Tore und Giselle nicht mehr gesehen. Ich hätte mich weiterentwickelt. Ich hätte unter meinem Namen meine Designs herausgebracht. Tja, Pustekuchen. Sag mal, meinst du, da sind 10 Riesen drin? So viel vielleicht nicht, aber 2.000 auf jeden Fall. Du bist meine Rettung und die restlichen 8 für Currykalle krieg ich schon irgendwie zusammen. Du, wenn du dich gut anstellst, springt vielleicht ein Folgejob raus. Du, ich mache alles. Hauptsache schnell viel Geld und legal dürfte es sein. Das ist es auf jeden Fall. Und den Job, den machst du mit links. Ich meine, nach dem Strip hast du doch Körpergefühl drauf. Ein Strip? Naja, also eigentlich war ich ja auch nur bei den Proben dabei. Ach so. Nee, du kein Strip. Fotoshooting für einen Erotikkalender. Oh. Hast du ein Problem damit? Nee, ich nicht. Aber Kim vielleicht. Gut, andererseits kennen wir die Mädels ja nicht, die sich die Bilder an. Ach, glaub mir mal, Eifersucht ist da kein Problem. Du kennst Kim, die geht ab wie ein Zäpfchen, wenn es um andere Weiber geht. Es geht aber nicht um andere Weiber. Was sind das für Fotos? Total schöne. Du zeigst ein bisschen Haut, ein bisschen Wäsche. Für den Männerkalender. Du musst es mal so sehen. Vor kurzem warst du noch Praktikantin.
Du hast einen unglaublichen Aufstieg hingelegt. Du hättest innerhalb kürzester Zeit fast einen Job als Designerin gekriegt. Eben. Fast. Ja, und als Designassistentin hast du schon deine erste eigene Linie entworfen, die auf der Präsentation bombig angekommen ist. So ist dieser Mosch doch überhaupt erst auf dich aufmerksam geworden. Der wollte dich wirklich abwerben. Aber eben nicht nur. Du bist eben kein kleines Mäuschen, das gleich aus Dankbarkeit mit ihm ins Bett springt. Bestimmt nicht. Dann bleibe ich lieber bei LCL. Eben. Wenn es doch irgendeine andere Möglichkeit geben würde. Kannst du dich nicht einfach auf eigene Faust bei diesem Meister-Design-Kurs in Paris bewerben? Keine Chance. Der Abgabetermin ist morgen. Gilt da der Poststempel? Ich glaube schon. Dann kannst du es doch noch schaffen. Die wollen mehrere Entwürfe. Und unter Druck kann ich nicht kreativ arbeiten. Also das kannst doch gerade du. Musst du einfach dran glauben. Vielleicht nächstes Jahr. Bis dahin beiß ich die Zähne zusammen. Oh Gott, Entschuldigung. Ist nichts passiert. Die Tasse ist ja bestimmt 500 Jahre alt, wie alles hier. Ich kann dir sagen, die haben hier jede Menge Tassen im Schrank. Jetzt muss ich schleunigst zur LCL, weil ein bisschen Glück hat keiner mitbekommen, dass ich überhaupt weg war. Danke für alles. Jederzeit wieder. Oh Gott, Jessica. Hallo Jessica, was gibt's? So, Spätzchen, jetzt müssen wir aber wirklich los. Die fangen sonst ohne dich an. Viel Spaß, meine Kleine. Hör mal, Emma. Oh, ich will dir ganz kurz was sagen. Mein kleiner Umzug hat nichts damit zu tun, dass ich mich hier nicht mehr wohlfühle, okay? Ach ja, genau. Die Mama, die schläft zwar ab jetzt woanders, in einem anderen Zimmer. Aber das macht die nur, weil der Papa so doll schnarcht, so. Ja? Wie der große Bär in deinem Buch. Ja? Okay? Also die Mama schläft woanders, aber am liebsten würde die natürlich weiterhin bei dir und bei mir schlafen. Gut? Nimm es los. Tschüss, Maus. Bis später. Warte. Darf ich das Familienidyll kurz stören? Das ist ganz schlecht. Ich muss mit Emma zum Kinderturnen. Wir sind sowieso spät dran. Kommst du? Ich unterhalte mich auch gerne mit einer zukünftigen oder Ex-Frau bei euch. Weiß man das ja nie so genau. Tristan, was willst du? Ihr könnt mit dem Schmierentheater aufhören. Du glaubst auch nicht, dass ich euch die Nummer abkaufe. Und warum nicht? Weil ich erstens nicht so blöd bin wie der Rest der Bagage und zweitens könnte ich schwören, dass ihr euch gerade geküsst habt. Du verstehst auch wirklich gar nichts, oder? Dann erklär's mir. Glaubst du wirklich, wir konfrontieren Emma offen mit unserer Trennung? Ach so, jetzt kommt so eine Pädagogennummer. Sie ist 3. Für sie ist die Welt noch in Ordnung und ich würde ganz gern, dass es auch so bleibt. Aber wie sollst du das verstehen? Du hast keine eigenen Kinder und deine eigene Kindheit dürfte jedem Psychiater die Freudentränen in die Augen getrieben haben. Dazu noch deine destruktive Ader. Ich meine, kein Wunder, dass du überall Verrat witterst statt verantwortungsvoller Erziehung. Das wird sein. Meine verkorkste Kindheit. Dann, nichts vermutlich. Scheiße. Ich habe nichts gegen Schwule. Aber ich bin's nicht. Ich bin verheiratet, verdammt. Ja, es geht hier auch nur um harmlose Bilder, nicht um irgendwelche Hardcore-Fotos mit anderen Typen. Na, vielen Dank auch. Was ist denn eigentlich dein Problem? Du checkst es gar nicht, oder? Verdammt, ich bin nicht schwul. Und wenn das für dich okay ist, dann ist das okay. Aber für mich ist es einfach zu krass. Okay, das musst du mir jetzt doch erklären. Was ist krass? Dass ich die Fotos mache oder dass ich auf Typen stehe? Moment, das habe ich so überhaupt nicht gesagt und auch nicht gemeint. Ja gut, dann sprich dich aus. Ich hab einfach keinen Bock, dass sich irgendwelche Typen an mir aufgeilen und an den Bildern. Aber wenn das irgendwelche Frauen machen, das geht in Ordnung. Abgesehen von Kims Eifersucht. Ja, weil das ist was ganz anderes. Weil du so ein richtiger Kerl bist. Endlich hast du es kapiert. Nö. Muss ich aber auch nicht, weil es völlig egal ist. Emilio, entweder du kriegst deine Homophobie in den Griff und machst diese Fotos oder du suchst dir halt was anderes. Gut, ich suche mir was anderes. Gut. Ja, und das Ledersofa muss gereinigt werden. Das sind irgendwelche undefinierbaren Flecken. Ein Exklusivinterview? Nein. Nein, kein Kommentar. Ich sag Ihnen jetzt mal, was Sie
Sie können sich Ihren Text in den schieben und sollten Sie ihn trotzdem drucken, dann komme ich vorbei und schneid ihn Ihrer. Haben Sie mich verstanden, Sie Frau Schumann, lassen Sie mir bitte die französische Gästesuite im Haupttrakt herrichten. Gerne. Das wird nicht möglich sein. Warum? Ich gebe ein Charity-Dinner und Frau von Hohenfels hat angefragt, ob wir eine Übernachtungsmöglichkeit für Sie hätten. Okay. Dann eben die englische. Das Bad entspricht zwar nicht meinen Vorstellungen, aber zur Not geht das auch. Auch das ist nicht möglich. Lass mich raten, Elisabeth. Du machst wieder eine deiner billigen Dessous-Veranstaltungen? Ach, Tanja, es steht Ihnen einfach nicht zu, der Hausdame Order zu erteilen. Frau Schumann, bitte lassen Sie doch die Gästesuite im Westflügel herrichten. Wohl kaum. Der Westflügel wird renoviert. Das weiß ich. Frau Schumann, lassen Sie uns allein. Gerne. Was soll das? Was das soll? Ich zeige Ihnen lediglich, wo Ihr Platz in diesem Haus ist, nachdem Sie Sebastian verlassen haben. Erstens, Sebastian hat die Verlobung gelöst. Zweitens hat Hagen ihn dazu gezwungen. Und drittens, tu nicht so, als ob du das nicht wüsstest. Sie haben Sebastian eiskalt fallen lassen, weil er sich nicht gegen seine Familie gestellt hat und wenn Sie Jahre im Koma liegen. Sie werden sich nicht ändern. Ludwig hat es damals schon erkannt. Und jetzt Hagen. Und wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde diese Eheschließung auch verhindern. Elisabeth, du bist doch auch nur hier, weil du einen Lernstein nach dem anderen ins Grab gebracht hast. Oh, Tanja, ich habe nicht die Absicht, meine Beziehung zu Johannes oder Ludwig mit Ihnen zu diskutieren. Weißt du, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen uns. Meine Position in dieser Familie ist gesichert, weil ich ihr 2 Erben geschenkt habe. Dumm, dass du deine Menopause schon hinter dir hast. Sie sind nicht die einzige Mutter eines Erben. Ach, warst du morgen schon? Nee, ganz gut. Ja. Ich werde einen Freund mitbringen. Ja, ich weiß natürlich. Nee, der ist garantiert auch super geeignet. Ja. Perfekt. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Na? Was macht das Geschäft mit Kalle? Das kann ich knicken, wenn ich nicht schnell einen Job anziehe, der genug Geld abwirft. Zum Glück hast du so Freunde wie mich. Nee, lass mal stecken. Olli wollte mir auch schon ein Jobangebot machen. Er dachte, er kriegt mich über die Masche. Ich bin jung und brauche das Geld, aber das kann er vergessen. Und worum ging's? Es ging um ein Fotoshooting für einen schwulen Kalender. Du als Wix-Vorlage. Vielen Dank. Geht's noch lauter? Ich hätte auch nicht so Lust, dass mein Arsch überall rumhängt. Danke. Danke. Endlich kapiert es mal jemand. So, und was hast du für mich? Naja, die Sache steigt morgen, dauert etwa eine Stunde. Du müsstest 6-mal auftauchen, kriegst jedes Mal 500 € bar auf die Kralle. Lass mich mit deiner Hehlerei in Ruhe. Habe ich keine Lust mehr drauf. Was denn? Die Sache ist voll egal. Du machst jetzt auf Medikamententester. Warte mal kurz. Hier ist die Nummer von einem Labor. Die checken dich durch und dann bist du offiziell Proband. Wie, ich krieg 3000 Eier nur dafür, dass ich mir ein paar Pillen einwerfe. Ist geil, oder? Einfacher kann man kein Geld verdienen. Geil, danke für den Tipp. Hab ich das gerade richtig verstanden, dass du dir irgendwelche Pillen reinpfeifen willst? Warum denn nicht? Immer noch besser, als für ein Tucken-Magazin zu posieren. Klingt irgendwie seltsam aus deinem Mund, findest du nicht? Stimmt, finde ich auch. Und wann bist du eigentlich volle Kanne vor die Wand gelaufen? Hast du echt keine Ahnung, dass solche Medikamententests gefährlich sind? Welchen Teil von sofort hast du jetzt nicht verstanden? Ist ja gut, ich bin ja jetzt hier. Weißt du, mir kann es ja egal sein, aber Rebecca findet deine spontanen Auszeiten absolut nicht witzig. Also beeil dich, sie ist gleich hier. Wo warst du? Es hat einen Notfall gegeben. Ein Notfall. Den ganzen Nachmittag. Konntest du zwischendurch nicht mal kurz anrufen? Dazu war keine Zeit. Mann, Caro,
Was denkst du eigentlich, was das hier ist? Ein Hobby-Nähkurs, wo man ab und zu mal vorbeikommen kann, wenn man lustig ist? Da du nicht da warst, konnte ich Giselle jetzt auch nach Hause schicken. Die kommt ja ohne dich überhaupt nicht mit den Designs klar. Schön, dass dich das freut, mich nicht. Ach, und noch was. Mosch hat angerufen und hat sich über dich beschwert. Er? Über mich? Ja. Du hättest dich bei der VIP-Präsentation wohl total daneben benommen. Was? Aber ich weiß, dieser Typ, der platzt vor Selbstgefälligkeit. Aber er ist nun mal unser bester Kunde und so muss er auch behandelt werden. Ich will morgen die Änderungen um 8 Uhr auf meinem Tisch haben, ja? Mir egal, wie du das hinbekommst. Mann, Caro, Tore und ich haben uns wirklich auf dich verlassen. Ach, diese Geier, nicht schon wieder. Ja. Hey Sebastian, ich bin's. Ich muss mit dir sprechen. Was ist passiert? Die Presse bombardiert mich seit heute Nachmittag mit Anfragen zu unserer Trennung. Moment mal, wir sind doch erst seit 24 Stunden getrennt. Vermutlich hat Tristan gezwitschert. Tristan? Oder Hagen. Vielleicht will er einfach nur sicher gehen, dass ich keinen Rückzieher mache. So oder so. Negativpresse würde sich auch bei LCL auswirken und ich habe keine Lust, dass nach der VIP-Präsentation irgendwelche Kunden abspringen. Naja. Ich habe gleich einen Termin mit Hagen. Ich werde ihn darauf ansprechen. Hey, mach dir mal keine Sorgen. Bald wird geheiratet. Such schon mal einen Ring aus. Ein kleiner Tipp, er muss größer sein als der letzte. Ja, ja. Aber du weißt ja, alles über 3 Karat wird zu russisch, ne? Nichts gegen unsere besten Kunden, ja. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja. Entschuldigung, Frau von Lahnstein, ich will Sie eigentlich nicht stören, aber am Empfang warten mehrere Journalisten und die wollen alle ein Statement zu dem Artikel haben. Zu was für einem Artikel? Ah. Gut, dass du schon da bist. Ich wollte dir noch was zeigen. Tanja von Lahnstein auf Abstellgleis. Sebastian von Lahnstein rangiert Ex aus. Im Grunde schreiben sie ja nur die Wahrheit. Ich hätte nicht gedacht, dass die Presse so schnell davon Wind bekommt. Und du hast diesen Artikel nicht zufällig selbst lanciert? Ich? Warum sollte ausgerechnet ich dem Ruf unserer Familie schaden wollen? Schon gar nicht so kurz vor dem Treffen mit dem Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium. Ach, das ist unser Treffen. Mit Per Mertens? Du kennst ihn? Ja, nur vom Studium. Was will er denn von uns? Keine Ahnung. Aber er war zu freundlich. Bei sowas werde ich mal misstrauisch. Ich bin froh, dass du dabei bist. Herr Staatssekretär Mertens mit seinem Referenten, Herrn Wirth. Herzlich willkommen auf Königsbrunn, meine Herren. Herzlichen Dank. Per. Sebastian. Gut, dich zu sehen. Wie läuft's? Wunderbar. Und bei dir? Wo warst du beim letzten Uni-Treffen? Ah, viel um die Ohren, aber wem sage ich das? Wenn man der Presse Glauben schenken darf, geht deine politische Karriere ja richtig durch die Decke. Man tut, was man kann. Komm, setz dich. Un peu de gris dans le ciel, un peu de gris en nous. Plus de bonnes nouvelles qui viennent enfin nous mettre debout. Plus le temps de sourire, la fatigue prend le devant. Les crises de rire appartiennent à un autre temps. Les années filent et filent, filent, nous laissent seuls démunis. La maison, elle se vide et les parents sont plus d'ici. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. La vie commence peut-être tard, mais n'est pas tombée dans l'oubli. Plus d'intérêt, plus d'effort pour un plus grand départ. Parce que cet inconfort-là, il nous met en retard pour plus tard. Plus tard.
Bist du still? Bin müde. Ja, Caro bestimmt auch. Jetzt muss sie das alles alleine machen. Sie hat den halben Tag unentschuldigt gefehlt. Wenn sie da gewesen wäre, wärt ihr längst fertig. Ja, du hast recht. Warum mache ich mir überhaupt Gedanken? Ich meine, hallo? So wie sie sich in letzter Zeit aufgeführt hat? Vor allem dir gegenüber? Hey, ich hab dir schon mal gesagt, dass mir dein Quatsch über Caro auf die Nerven geht. Ist ja gut. Muss mich nicht gleich so anmachen. La maison, elle se vide, les parents sont plus d'ici. Mais allez, un peu Wir d'espoir. haben uns ausgesprochen, wir gehen uns aus dem Weg. Gut ist. Ja, aber was ist das überhaupt für ein Gedudel? Mir gefällt's. Dein Musikgeschmack war schon in New York grenzwertig. Ja. Deine auch. Nous met en retard pour plus tard. Na, hat euch jetzt die Sehnsucht gepackt? Dann bucht doch einfach einen Trip an die Seine. Es gibt nichts Schöneres als Paris im Sommer. Pour plus tard. Okay, nur, dass ich das richtig verstanden habe. Es gibt eine Voruntersuchung. Ja. Und die können dich ablehnen, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und hat jemand vor uns schon mal das Zeug getestet? Du stellst Fragen. Hamster vielleicht. Nebenwirkungen. Gibt's irgendwelche bekannten Nebenwirkungen? Ich sag das mal so. Proband kommt von probieren. Damit die das rausfinden, dafür gibt's uns. Okay, aber es kann nichts Schlimmes passieren. Vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel. Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich Nebenwirkungen gibt. Außer gelegentlich ein Koma, wie bei den Engländern neulich. Was? Ja, es war groß in der Presse. Die haben für viel Kohle-Rheumamittel getestet und kurz danach lagen alle mit Organversagen auf der Intensivstation. Ja, aber die Engländer sind ja auch krasser. Die trinken ja auch Bier ohne Schaum. Mann, in Deutschland sind die Richtlinien viel strenger. Okay, ich möchte doch nur grundsätzlich wissen, ob was Schlimmes passieren kann oder nicht. Ja, das sage ich doch gerade. Was ist denn dein Problem? Mein Problem ist, dass du ernsthaft versuchst, Emilio zu so einem Schwachsinn zu überreden. Mann, ich habe das doch auch schon dauernd gemacht und ich lebe ja auch noch. Und wenn er wirklich einen Laden aufmachen will, ist es die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Nein, das ist falsch. Du kannst doch immer noch diese Fotos machen, ohne russisch Roulette mit deiner Gesundheit zu spielen. Haben Sie Sebastian gesehen? Der Graf befindet sich in der Bibliothek. Ich habe strikte Anweisung von Graf Hagen, niemanden dorthin vorzulassen. Dann holen Sie Sebastian raus. Ich habe mit ihm zu sprechen. Bedauere, aber Störungen sind nur engsten Familienmitgliedern erlaubt. Haben Sie sich den Quatsch gerade ausgedacht? Wie falsch Sie doch lagen. Ich darf Ihnen sagen, Graf Hagen tät sich beklagen ob Ihrem Betragen. Justus, haben Sie was eingeworfen? Entschuldigen Sie bitte, dieser Reim ist mir nur so rausgerutscht. Ich versuche mich nämlich derzeit in Lyrik. Tatsächlich aber hat Graf Hagen darauf verwiesen, Sie nicht mehr als Mitglied der Familie zu behandeln. Ja, wenn das so ist, dann nehme ich mal die Gastfreundschaft dieses Hauses in Anspruch. Ich ordere hiermit eine Flasche exzellenten trockenen Rotweins in mein neues Domizil im Westflügel. Ich denke, das wird sich machen lassen. Ich werde jemanden zu Ihnen schicken. Emma reimt besser als Sie. Wie Sie vielleicht wissen, legt die Landesregierung großen Wert auf die Modernisierung unserer Verkehrswege. Das stand zumindest auf den Wahlplakaten, ja. Und wir halten uns daran. Wir fördern den Mittelstand. Mittlerweile sind die Pläne konkret. Lassen Sie mich raten, Herr Mertens. Sie planen eine Autobahn durch unseren Wald? Fast. Wir würden gerne die staatliche Forststraße EZ 7085 zum Autobahnzubringer ausbauen. Das liegt im Westforst. Wir müssen die neuen Industriegebiete in der Region besser anbinden. Der Autobahnzubringer ist essentiell wichtig. Wenn Sie gekommen sind, um darüber zu verhandeln, kürze ich hier gleich mal ab. Niemals. Graf Lahnstein, es handelt sich um ein Herzensprojekt von Frau Dr. Eschberger-Löderich. Als Wirtschaftsministerin hat sie sich dieses Projekt auf die Fahnen geschrieben. Es gibt so viele Straßen, so viele andere Straßen. Richtig. Nur will niemand einen Autobahnzubringer in seinem Wald. Dabei sind damit durchaus Vorteile verbunden. Hören Sie mir nicht zu? Der Weg gehört uns. Wir könnten das natürlich auch einfach so beschließen. Wogegen wir natürlich direkt klagen würden. Richtig, was sehr viel Zeit und sehr viel Geld kostet. Und am Ende setzen wir uns durch. Na dann, viel Erfolg. Sie haben auch große Pläne, wie man hört. Umbau des Gestüts, Renovierungen. Das ist mit sehr viel Bürokratie verbunden. Wir könnten da sicher einige Prozesse beschleunigen.
Ja, so läuft das also. Eine Hand wäscht die andere? Ja, es kann so laufen. Wissen Sie was, Herr Mertens? Ich verabscheue Korruption. Und ich will keinen Autobahnzubringer in unserem Wald. Sebastian, sag du doch auch mal was. Ich dachte immer, die Lahnsteins wären vernünftige Geschäftsleute. Du hast meinen Bruder doch gehört. Ich denke, Sie finden alleine hinaus. Falls Sie Ihre Meinung ändern sollten, rufen Sie mich gerne an. Der kommt wieder. Danke für deine Unterstützung. Na, du Oberschnuckel? Mach ich dich heiß, hm? Sixpack-Check oder was? Ja, also... Ja. Mhm. Ein Burrito weniger am Tag würde nicht schaden. Sag mal, spinnst du? Ich bin topfit. Ach ja? Mhm. Sag mal, andere Frage. Würdest du für sehr viel Geld dich zum Idioten machen? Teilnehmer an der Quizshow oder was? Nein, also eher sowas wie... Ja, wo du komplett gegen deine Prinzipien verstoßen musst, aber mit dem starren Blick auf das Geld man einfach sagen kann, okay, Augen zu und durch. Redest du von Callgirls? Nein. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, anders. Du hast ein Jobangebot, aber es gibt halt ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Callgirl ohne Kondom. Sag mal, ich habe doch schon gesagt, dass es nichts mit Callgirls zu tun hat. Kannst du mir einfach mal auf die Frage antworten? Kannst du mir mal eine klare Frage stellen? Hast du ein Jobangebot bekommen? Nein. Quatsch. Also, wie man sich zum Idioten macht und dabei seine Gesundheit ruiniert, oder? Entweder oder. Also, wenn du als Callboy arbeiten willst, ich würde dich sofort buchen. Aber rein exklusiv natürlich. Okay. Mein Körper gehört dir. Das ist ja schon mal ein Anfang. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen. Jetzt gehst du erst mal duschen. Ach so, und wenn du dir die Beine rasierst, dann benutzt bitte deinen eigenen Rasierer, ja? Bitte? Das ist mein Lady Shaper. Kauf deinen eigenen Schätzchen, okay? Hast du gut geschlafen, Hase? Ist noch alles da? Ja. Alles da. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. C'est fou ce qu'on peut être con. L'amour rend parfois trop bon, parfois trop. On chasse ce qu'il y a de pire pour
s'épanouir. Parfois trop. Salut, ça va? J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tout payer. Caro? Qu'est-ce qu'il y a? Wie sieht's dir aus? Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe, aber ich habe bei LCL angerufen. Die haben mir gesagt, dass du noch gar nicht da bist. Nachtschicht. Ja, weiß ich, haben die mir gesagt, für LCL. Na, damit bin ich längst fertig. Ich habe die Nachtschicht für Paris eingelegt. Ach, du hast deine Bewerbungsmappe fertig gemacht. Mhm. 10 Entwürfe und mein Bewerbungsschreiben. Und mit ein bisschen Glück habe ich bald meinen Abschluss als Designerin. Was ist da drin? Meine Kündigung. Und was ist, wenn das mit Paris nicht klappen sollte? Dann suche ich mir halt einen neuen Job. Bei einer anderen Firma. Ich kann nämlich alles schaffen, wenn ich es nur will. Morgen. Gut geschlafen? Die Presse? Wird wahrscheinlich nicht der einzige Anruf heute bleiben nach dem Artikel gestern. Dann warst du es also doch. Wer denn sonst? Obwohl ich sagen muss, du warst auch schon mal schneller. Aber liegt wahrscheinlich am Alter. Sag mal, bist du eigentlich total bescheuert? Glaubst du, du kriegst mal einen Posten, indem du dem Ruf von LCL schadest? Deinem Ruf. Was bedeutet, dass auch dein Geschäftsführerposten neu besetzt werden muss? Wahrscheinlich mit mir. Weißt du, im Grunde genommen habt ihr mir mit eurem Schmierentheater einen riesen Gefallen getan. Frau Landstein, für welche Zeitung schreiben Sie? Natürlich gebe ich Ihnen ein Interview. Wissen Sie, mein Bruder ist in diesem Fall eher das Opfer. Deswegen würde ich gerne einige Sachen gerade rücken. Sie wissen ja, Glansteins und LCL haben einen guten Ruf zu verlieren. Ja, das überlasse ich ganz Ihnen. Und ausatmen, bitte. Ja, ich hätte auch länger gekonnt, gar kein Problem. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? Hey, alles fit im Schritt? Logisch. Sag mal, hast du den ganzen Mist hier gelesen wegen der Nebenwirkungen und so? Ach, was interessiert mich doch nicht. Einfach unterschreiben. Ey, das sind fast 2 Seiten. Die schreiben da jeden Scheiß hin. Die wollen sich absichern. Okay. Aber weißt du, was ich gelesen habe? Nee. Die bezahlen dieses Mal pro Session 50 € mehr. Nicht dein Ernst? Doch, das heißt, in 10 Tagen gehst du mit knapp 3.300 € hier raus. Ja. Sebastian. Wo habe ich gewusst, dass du nicht locker lässt? Tja, so wie ich dich in Erinnerung habe, hörst du dir alle Argumente zumindest einmal an. Das ändert nichts am Ergebnis. Mein Bruder wird seine Meinung nicht ändern. Ich hätte auch lieber mit dir verhandelt. Bis vor kurzem warst du noch Vorsitzender von Landstein Enterprises. Was ist passiert? Lange Geschichte. Wo ist übrigens dein Anstandsdackel? Oder ist das hier etwa ein inoffizieller Besuch? Du sagst es. Ich habe nachgedacht. Es gibt vielleicht eine Alternative zum Ausbau der Forststraße EZ 7085 zum Autobahnzubringer. Wie soll die aussehen? Ihr macht ein Angebot und dann suchen wir nach Alternativen. Und dann findet unsere ach so geschätzte Wirtschaftsministerin, Frau Dr. Eschberger-Löderich, ganz plötzlich irgendeine andere Forststraße? Wenn das Angebot stimmt. Wir sollen für eine politische Entscheidung bezahlen. Das nennt man Korruption. Das ist ein hässliches Wort. Für eine hässliche Sache. Mein Bruder steht nicht auf Filz. Ich übrigens auch nicht. Sebastian, so laufen diese Sachen eben. Per, du kannst doch nicht ernsthaft annehmen, dass mein Bruder Interesse an so einem Geschäft hat. Damit macht er sich strafbar. Nur wenn es rauskommt. Ja, stimmt. Nur wenn es rauskommt.
Wir sehen uns dann übermorgen. Wieso warten? Es geht denn später. Ich muss los. Runter mit dem Zeugs. Bis dann. Jo. Emilio? Was machst du denn hier? Du machst doch nicht bei diesen Tests mit, oder? Ja, ich bin jung und brauche das Geld. Ja. Geld ist wichtig, Tests sind wichtig. Ohne Tests keine Medikamente. Die Kollegin hat dich doch über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt, oder? Ja klar, mit den Kopfschmerzen komme ich klar. Emilio, hast du diese Papiere gelesen? Du hast keinen blassen Schimmer, was du da testest, oder? Das hier ist ein Mittel gegen Blasenfunktionsstörungen und Harninkontinenz. Und wenn das anschlägt, kann ich nicht mehr aufs Klo. Naja, also bei solchen Tests passiert normalerweise nichts. Aber es gibt natürlich Risiken. Und welche? Also nur so als Beispiel? Ja, also nur so als Beispiel. Eine der Nebenwirkungen ist zum Beispiel Impotenz. Madre mía de Dios. Sehr gut, zu dir wollte ich gerade. Wir werden jetzt dieses Theater beenden, und zwar sofort. Warum? Tristan hat tatsächlich die Presse informiert. Dein kleiner Bruder will sich auf diese Weise meinen Posten bei LCL unter den Nagel reißen. Soll er doch. Sag mal, spinnst du? Ich werde mir doch von diesem Psychopathen nicht das kaputt machen lassen, was ich mir jahrelang aufgebaut habe. Tanja, willst du ein Stück vom Kuchen oder willst du den ganzen Kuchen? Das ist mein Stück, von dem du da gerade sprichst. Und ohne Strategie werde ich das nicht aufgeben. Wer sagt dir denn, dass ich keine Strategie habe? Ich werde meinen Bruder fertig machen, und zwar so richtig. Erst werde ich seinen Ruf zerstören und dann nehme ich ihm den Vorsitz an Landstein Enterprises weg. Es geht um einen der größten politischen Bestechungsskandale der letzten Jahre und Hagen steckt da mittendrin. Unser Saubermann Hagen schmiert einen Politiker? Er wird's tun. Er weiß es nur noch nicht. Thank you.